Ich meine, das Maskieren, weil du es apostrophierst, sie maskieren sich vielleicht richtig, die Leute. Sie maskieren sich aus einem Schutz heraus. Wann ist das Maskieren gekommen und auch der Baustil? Vielleicht ist das Theater ein Schutz dagegen, dass man mit dem Menschen in Kontakt tritt. Man kann ja nicht mit Millionen in Kontakt treten. Ich glaube, man muss schon nachdenken, und das gibt ja der Film zum Anlass, ist eine Form der Tourismusbewältigung das deklarierte Theater. In einer Tracht begegne ich lieber dem Fremden, weil da habe ich ein Präservativ herum, nicht, sozusagen, nicht? Aber einen Schutz. Nicht? Ja, also um diese Dinge muss man schon denken. Und eine maskierte Begegnung ist ja eine keimfreie, professionelle Begegnung, ist ja in unserem Wirtschaftsleben was Gutes. Es wird nur immer mit diesen Gastfreundschaftsklischees und unmöglichen Dingen vermischt, wo man sagt, man muss herzergreifende Freundlichkeit haben und so. Das ist ja alles eine Verlogenheit, eine Lebenslüge. Maskieren wir uns, verlangen wir viel Geld dafür, dann ist das professionell. Auch diese Science-Fiction-Szenarios muss man da bedenken. Deswegen das Maskieren zu sagen, jetzt ist Tirol verloren, weil ich maskiert dem Fremden gegenüber trete, das finde ich ein unhaltbares Klischee. Ja, genau, diese Verlogenheit von Tradition kann ganz schnell auch zu dem Irrtum führen, dass sie dann wirklich zur Tradition wird, dass das verschwimmt, dass die Leute gar nicht mehr wissen, dass sie eine Rolle spielen, sondern dass das zum Alltag wird. Nicht, weil das ist genau der Punkt, den Sie vorhin angesprochen haben, Herr Weingartner, weil Tradition ist ja eigentlich etwas sehr Sinnliches. Aber nicht Verkäufliches. Ja, eben, ein sehr intimer Akt. Muss es deklarieren. Ja. Also dieser Karl Friedrich Sattmann hat ja immer eine Sehnsucht. Der hat immer eine Sehnsucht. Und zwar nicht die Sehnsucht danach, professionell bedient zu werden, das ist eine Voraussetzung im Geschäft, sondern er hat die Sehnsucht nach Begegnung. Nach Begegnung, genau. Ja. Und was du jetzt da gesagt hast, ist natürlich im Grunde sehr traurig, weil... Ich glaube, so ist es. Und ich weiß auch, dass es nicht geht. Millionen Menschen können nicht mein Freund sein. Das so ist halt dann der Fremde. Früher hat man gesagt, der Herrische, jetzt kommen die Herrischen. Aber es ist sehr traurig, was du gesagt hast. Ich kann nicht Emotionen vermillionenfachen. Das geht nicht, das ist Prostitution. Das heißt, dann muss ich es deklarieren. Was Sie gesagt haben, heißt eigentlich auf einen Satz eingedickt, der Fremdenverkehrstiroler ist der einzig mögliche Weg. Der Ziereinheimische ist der einzig mögliche Weg und den soll man deklarieren. Das ist ein Weg. Ja. Und die wirkliche Begegnung, die immer verlangt wird, ist eine Illusion. Ist eine Lebenslüge und ist eine politische Verlogenheit. Ja. Das ist ein interessanter Gedanke. Du dazu? Ja, ich möchte also nicht so ein Gast sein, der so jemandem gegenübertritt. Ich möchte es nicht sein. Aber wenn du das tust, lieber Felix, und wir tun das alle, dann gebärden wir uns kolonial und setzen das in Gang, was dann in Tirol der Fall ist. Der Geheimtipp ist der Anfang des Übels, diese persönliche Begegnung, die multipliziert sich, die sagt man weiter und plötzlich dieses Trinkgeld und dieses Ganze, das ist ja an sich signifikant dafür. Ich gebe ihm keine Leistung, sondern ich gebe ihm so verstohlen ein Trinkgeld, weil er freundlich ist. Also wenn man darüber, über diese Gastfreundschaftsfallen nachdenkt, wozu sie führen, dann hat man den Kern vieler Verlogenheiten des Tourismus in sich, über die man dann so locker drüber hinweggeht. Ja.